Moin Freunde. So, jetzt ist eben Herbst und jeder Bootbesitzer weiß, wenn Boot ist draußen, quasi, ne, also muss Ölwechsel gemacht werden, Getriebeöl gewechselt werden. Manche fahren von Werkstätte, da bin ich auch früher gefahren, also die ist jetzt 3 Jahre alt, quasi Garantie ist abgelaufen, mache ich selber. Letztes Mal haben wir auch selber gemacht, auch kein Problem, eben das geht ganz leicht und einfach und schnell. In diesem Video will ich mal zeigen, wie das alles funktioniert eben. Dafür benötige ich Öl, ist eben keine Werbung. 2 Liter, 100 Milliliter, aber kaufe ich dann eben 3 Liter gleich. Ist günstiger dann eben. Und von Getriebe benutze ich eben Getriebeöl von Yamalube, Original Yamaha. Ist auch keine Werbung. Ist eine von besten für Yamaha Öl. Dann würde ich mal noch brauchen Filter, Ölfilter für Yamaha. Auch original. Und so eine Adapterpumpe. Das für die Getriebeölwechsel. Ne? Da würde ich auch eben noch Kerze abbauen, ein paar Tropfen Motoröl reintropfen für den Zylinder. Und frühling würde ich mal jetzt neue Kerzen auch einbauen, weil jetzt Winter lohnt sich nicht. Dafür würde ich mal so eine ganz normale Spritze benutzen. Ne? Also für die Getriebe, meine ich für Zylinder. Und noch was, Filter abzubauen. Ich habe mal so eine Set. Da passen alle Fahrzeuge, alle Modelle. Und hier passt auch genau für Ölfilter für Yamaha Außenborder. Zuerst, was wir machen, Motorhaube abbauen. Drehen wir, also ja, umweltfreundlich. Ich habe auch Kohle unter dem Motor gemacht eben, ne? Bei ein paar Tropfen kommt raus. Abschrauben. Ja, das ist nicht so einfach jetzt. Einfach eben. Haben wir so eine kleine Behälter, also 5 Liter Wasserflasche, ne, also geholt, abgeschnitten. Und da geht ganz gut rein eben, passt auch gut. Dafür benötigt ihr eben 14er Nuss. Zack. Ja, Öl sieht eigentlich ganz gut noch aus. Ja gut, habe ich dieses Jahr noch vielleicht 15 Stunden gefahren. Ist noch eigentlich sogar durchsichtig. Ne? Da warten wir ein paar Minuten, bis zum letzten Tropfen alles weg ist. Ja, übrigens, ich werde mal noch jetzt Batterien abbauen, beides. Bringe ich mit nach Hause in den Keller an Ladestation. Die wird den ganzen Winter also geladen und abgeladen. Kleine Motor, Yamaha 5 PS, wird auch Öl gewechselt, aber das werde ich gar nicht zeigen. Ne? Also das geht auch noch einfacher quasi. Auch Kerzen, Getriebeöl wird auch gewechselt. Ne? So, da sind jetzt letzte Tropfen geblieben, also tropft fast gar nicht mehr. Da können wir jetzt wieder zuschrauben. So, alte Öl kippe ich in leere Kanister. Eben, da habe ich auch Eimer vorbereitet, also falls was daneben geht. Dann kann man das alles entsorgen. Ein paar Tropfen auf die Folie, aber das ist nicht schlimm.
Und eben, das, so wie ich mache, von oben nach unten. Erstmal Motoröl wechseln und dann Getriebeöl. Falls was verloren geht oder ein paar Tropfen, dann braucht man zweimal Motorputzen. Jetzt müssen wir eben Filter abschrauben. Am besten so eine alte Lappen da rein, weil da kommt auch ein bisschen Öl raus. Dann haben wir vielleicht sogar den Motor ein bisschen höher machen. Und wie gesagt, ich benutze so ein Teil. So, da haben wir Filter. Auch ganz einfach und schnell. Ganz vorsichtig anschrauben. Ein Liter kann man locker erstmal reinkippen. Lappen. So, erste Liter haben wir geschafft. Dauert zu lange, viel zu lange. So Leute, haben wir geschafft. 2 Liter. Eben, jetzt machen wir den Motor gerade wieder. Lassen wir ein paar Minuten stehen. Und können wir mal prüfen. Mit mehr Stab. Nach ein paar Minuten, nachdem wir 2 Liter Öl reingegossen, schauen wir mal, wie viel Öl wir drin haben. Ja, der zeigt ein bisschen mehr als Hälfte. Was heißt Hälfte? Quasi 100 Gramm, Milliliter gehört noch rein. Das machen wir auch noch. So. So, haben wir. Warten wir noch ein bisschen ab und gucken wir, prüfen noch einmal. Nach ein paar Minuten Zeit eben, prüfen wir noch einmal nach Öl. Perfekt. Klar, das wird noch einmal gemessen, nächstes Jahr, bevor ich losfahre. Und nach ein paar Stunden wird noch einmal gemessen. Das muss schon sein. Ne? So, jetzt machen wir Getriebeöl. Mit Motoröl sind wir fertig. Jetzt eben machen wir Getriebeöl. Erstmal untere Ablassschraube.
jetzt oben. Da ist eben Vakuum. So, das war oben, das war unter. Öl ist natürlich sauber. Wurde auch letztes Jahr gewechselt, auch 15, 17 Stunden. Wir machen schon die Zeit. Pumpe auf. Übrigens, jede Ablassschraube bekommt auch neue Dichtung. Auch nicht vergessen. Unbedingt. Ich habe mehrere gleich bestellt. So wie ihr weißt, Öl muss von unten nach oben gepumpt werden. Ne? Jetzt pumpen wir so lange, bis zum Öl hier rauskommt. Da kommt ja schon Öl raus. Ihr könnt es sehen. Aber mit Luft ein bisschen noch. So, jetzt ganz schnell Schraube zu drehen. Ja. Genauso unten. Wie gesagt, Folie nicht vergessen. Da seht ihr bei Getriebeöl ein bisschen was rausgekommen. Sehen wir nach. Fertig. Ja, Freunde. Hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Also Getriebeöl, Motoröl, Getriebeöl, Motoröl. In alle Kerzen Öl rein, ein bisschen geputzt, gereinigt, beiden Propellers abgebaut, gefettet eben innen drin und so Kleinigkeiten. Also habt ihr es gesehen, das ist machbar. Kann man damit viel Geld sparen. Hauptsache richtige Sachen zu kaufen. Öl, bei dem Öl bitte nicht sparen. Am besten das Original kaufen, genauso bei allen Ersatzteilen. Ne? Und wenn man das machen kann, wieso nicht eben. Ne? Ich hoffe, das Video euch hat gefallen. Bitte schreibt einen Kommentar, ob macht ihr das selber oder bringt ihr zur Werkstatt. Eben. Und Like und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.